Shalom euch, liebe Shalom Brüder לכם, und אחים Schwestern. ואחיות יקרים. Siehe, wir treffen uns wieder von dem Brot des Lebens zu essen. Ihr wisst, das Manna, das in der Wüste zu den Kindern Israels kam, jeden Tag hat Gott neues Manna gegeben, außer am 6. Tag, wo man ein doppeltes Maß sammeln durfte für Freitag und auch für Schabbat. Und auch das lebendige Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, das durch den Heiligen Geist Leben in uns bekommt, auch dies ist Brot, lebendiges Brot für unseren Geist. Und wir folgen weiter der Feuersäule, folgen dem Heiligen Geist, welcher auch heute in unser Herz leuchtet, den Weg der Liebe. Im 1. Korinther 13, dem Kapitel der Liebe, lesen wir in Vers 7 über die Liebe. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. So die Liebe erträgt alles. In anderen Übersetzungen steht geschrieben, die Liebe bedeckt alles. Trägt alles, bedeckt alles. Was bedeutet das? Sie bedeckt. Was bedeckt sie? Die Liebe ist bereit, die Sünde zu bedecken. Wenn man uns verletzt, wenn man gegen uns sündigt. Es steht uns geschrieben in 1. Petrus 4, Vers 8, eine Erläuterung über diese Sache. Eine Detaillierung. Es steht so geschrieben, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Wenn ich jemand liebe, der mich verletzt, der mir wehtut, aber ich liebe, dann ist die Liebe in mir bereit, das zu bedecken. Nehmt zum Beispiel Eltern, wo das Kind sie verletzt, die Eltern verletzt. Nehmt zum Beispiel das Gleichnis des verlorenen Sohnes, der es erwählt hat, sein Erbe zu nehmen und den Vater zu verlassen und weit weggehen und alles verprassen. Alle diese Dinge haben dem Vater sicherlich wehgetan. Erstens hat der Vater für diesen Besitz gearbeitet, welchen der Sohn auf diese Weise jetzt nimmt. Der Vater konnte annehmen, dass der Sohn diesen Besitz jetzt vergeuden wird. Der Sohn verlässt das Haus, verlässt seine Eltern. Diese Trennung tut auch weh, aber der Vater hat ihn freigelassen. Und tagtäglich hat der Vater in die Ferne geschaut, in die Richtung, wohin er gegangen ist. In diese Richtung hat er sich von dem Haus entfernt und der Vater hat immer geschaut, wann wird mein Sohn zurückkommen. Und so steht uns geschrieben, dass er ihn von ferne gesehen hat, weil er hat auf ihn gewartet. Und als der Sohn ankam, arm, nachdem er nichts mehr hatte, er war ein Schweinehirte und sogar das Essen der Schweine gab man ihm nicht zu essen, dann kann man sich vorstellen, dass er schlechte Kleidung hatte, schlechte Schuhe, wenn überhaupt. Und als er ankam, wusste er genau, was er getan hatte. Und er gibt das zu und bekennt, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen, aber lasse mich wenigstens ein Tagelöhner sein. Aber der Vater umarmt ihn, küsst ihn und zieht ihm die guten Kleider an und die Schuhe und einen Ring. Kommt, lasst uns feiern, mein Sohn ist zurückgekommen. Was ist das, wenn nicht Liebe? Von Eltern, von Vater, von Mutter zu ihren Kindern. Wie viele Eltern waren bereit, ihr Leben zu opfern, um ihre Kinder zu erretten? Das ist nur ein Beispiel von Liebe, die alles bedeckt. Natürlich, welches das beste Beispiel ist, welches das Haupt unserer Wolkensäule ist. Sie ist das Beispiel von Jesus selber.
Es steht uns geschrieben in Lukas 23, Vers 34, da lesen wir über Jesus, nach all dem Guten, das er den Menschen erwiesen hatte, er hat ihnen das Reich Gottes gepredigt, er heilte die Kranken, er reinigte die Aussätzigen, trieb die Teufel aus und befreite Menschen von diesen Dingen, speiste die Massen, umarmte die Kinder und segnete sie. Nach all dem, was er getan hat, und hauptsächlich lehrte er sie, wie man errettet werden kann, und beleuchtete ihnen den Weg ins Himmelreich, was das Größte ist. Nach all dem Guten, das er getan hat, vergilt man ihm mit Bösem. Man schlägt ihn, man nimmt ihn gefangen, schlägt ihn zu Unrecht, man verhängt über ihn das Todesurteil zu Unrecht, man übergibt ihn den Römern, was eine Untreue ist, und die Römer quälen ihn und kreuzigen ihn, und während er so nackt ist und gedemütigt und geschlagen und verwundet und sterbend am Kreuz ist, was hat Jesus gebetet? Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Das ist Liebe. Das ist das größte Beispiel von Liebe. Das ist unsere Wolkensäule und das ist unsere Feuersäule. Das Wort Gottes im Heiligen Geiste, welche miteinander unser Herz erleuchten. Liebst du wirklich? Ich muss sagen, dass solche Liebe eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Das kommt vom Heiligen Geist. Das ist keine seelische Liebe. Seelische Liebe steigt und geht auf und ab. Du kannst deine Frau lieben, wenn sie jung und schön ist, aber dann, wenn ein finanzieller Druck kommt oder eine Krise oder etwas, oder Missverständnisse oder Tränen oder schlimmer Streitigkeiten oder ich weiß nicht was, tust du sie dann immer noch lieben? Nicht wegen was du von ihr bekommen willst, sondern einfach, weil du sie liebst. Und diese Liebe bedeckt alles andere, was gegen dich gesagt wurde und dich verletzt hat. Gott möchte, dass diese Liebe wächst in unserem Herzen. Das ist eine Frucht. Es nimmt Zeit, bis die Früchte wachsen. Gott hat mit uns Geduld, aber wir wollen das sehen, verstehen, verinnerlichen in unserem Herzen, nicht nur im Kopf wissen, sondern dass es ins Herz sickert und dann vom Herzen, dass es von unserem Mund herauskommt in Worten und durch unsere Hände in Taten, durch unsere Beine auf den Wegen, auf denen wir gehen. Gott wird uns helfen. So Brüder und Schwestern, ich möchte euch heute mit diesem Wort ermutigen und wir wollen mit diesem schließen, dass Gott treu ist, der in uns das gute Werk begonnen hat, wird es auch zu Ende führen. Wir wollen ihn in unserem Leben wirken lassen. Der Herr segne euch. Shalom.